Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine und willkommen zum großen Jahresrückblick 2022. Die letzten Stunden des Jahres sind angebrochen und das heißt für uns, ein weiteres Mal einen Blick auf die vergangenen 12 Monate zu werfen. Denn auch in diesem Jahr wurde wieder fleißig an der Lego World gebaut. Wir durften euch zahlreiche Lego-Sets präsentieren und waren auf einigen Ausstellungen zu Gast. Traditionell im Januar erschien auch in diesem Jahr ein neues Modularhaus. Zum 15-jährigen Jubiläum der Reihe Bauen mit Modulen erwartete uns das elegante Boutique-Hotel. Hinter der detailreichen Fassade gab es einiges zu entdecken. Im Inneren erwartete die Besucher neben einer Penthouse-Suite und einem Gästezimmer auch ein kleines Kunstatelier. Ebenfalls zum traditionellen Jahresauftakt gehören mittlerweile auch die chinesischen Neujahrssets. Im Jahr des Tigers erschienen hier zum einen das Eisfestival mit winterlicher Eisfläche, die von zahlreichen Minifiguren und kleinen Szenerien ausgeschmückt wurde. Zum anderen gab es ein modulares Displayset, das verschiedene Familientraditionen zum Mondneujahresfest darstellte. In der Lego World begann das neue Jahr mit dem Bau eines weiteren Untergrundprojektes, der Goldmine. Neben Tausenden von 1x1-Lobes, die für die richtige Felsstruktur an den Minenwänden sorgte, verlegten wir in den Stollen einige Schienen und sorgten mit Hilfe einer kleinen Lore für den Abtransport von Gold und Edelsteinen. Auch wenn die Temperaturen im Februar nicht wirklich für eine Nacht im Zelt taugten, starteten dennoch die ersten Arbeiten für die Neugestaltung des Campingplatzes. Das alte Areal wich einer neuen Landschaft mit Wohnwagen sowie einigen Zelten und einem gemütlichen Platz am Lagerfeuer. In Sachen Lego-Sets durften wir euch bereits im Februar das Santiago Bernabéu Stadion vorstellen. Mit dem Stadion von Real Madrid erwartete uns bereits die dritte moderne Sportstätte dieser Art. Mit den Hildesheimer Steinwelten startete im März auch endlich die erste Lego-Fanausstellung des Jahres. Neben vielen beeindruckenden Landschaften und zahlreichen Mocks gab es auch ein buntes Rahmenprogramm und einige bekannte Gesichter aus der Lego-Szene zu entdecken. Back to the Future hieß es bereits Mitte März für viele Lego-Fans. Der ikonische DeLorean aus der Zurück in die Zukunft Filmreihe erschien als Modell in der Creator-Serie. Neben den beiden Minifiguren Doc Brown und Marty McFly konnte das Modell der Zeitmaschine in 3 unterschiedlichen Versionen gebaut werden. Unterdessen entstand in der Stadt gleich hinter dem Leuchtturm ein neuer Bereich. Und so weidete ab sofort eine Herde Schafe auf dem Hochplateau, inklusive einer kleinen Behausung für den Schäfer und seinem Hund. Im April öffnete auf dem Gelände der Gartenschau Kaiserslautern die Lego-Dauerausstellung des Vereins Lautersteine seine Türen.
Zahlreiche Mocs und beeindruckende Großmodelle wurden hier in stimmungsvoller Beleuchtung in Szene gesetzt. Ebenfalls in diesem Monat besuchten wir die Steinhanse-Ausstellung in Kaltenkirchen. Von riesigen Mosaiken über mittelalterliche Burganlagen bis hin zur bunten Super-Mario-Welten gab es in der Marschweghalle für jeden etwas zu entdecken. Zu Hause in unserer Lego World zog es uns nach langer Zeit auch mal wieder an den Strand. So entstanden neben ein paar farbenfrohen Umkleidekabinen und einigen Strandduschen auch ein großes Beachvolleyballfeld. Außerdem vollendeten wir im April noch die Arbeiten an der Goldmine. Diese enthielt neben einigen Kleinigkeiten und der Beleuchtung nun auch ihren endgültigen Platz unterhalb der Stadt. Zum Ende des Monats durften wir euch dann die Muppets Minifiguren-Serie vorstellen. Neben Kermit dem Frosch, Miss Piggy und Gonzo erhielten viele weitere Figuren ihren großen Auftritt auf unseren Social-Media-Kanälen. Im Mai kamen Freunde der 80er Jahre Action-Serie Transformers voll auf ihre Kosten. Mit dem Optimus Prime erschien die beliebte Actionfigur erstmalig aus Legosteinen und ließ sich mit einigen Handgriffen vom Roboter zum Truck transformieren. Mit dem Ferrari Daytona SP3 stellten wir euch das neueste Lego Technik Supercar im klassischen Ferrari Rot vor. Ebenfalls im Mai besuchten wir an einem Wochenende gleich 2 Lego-Fan-Ausstellungen. Zuerst durften wir auf der Bricks am Meer in Bad Zwischenah zu Gast sein. Und später folgte ein Besuch auf der Zusammengebaut-Ausstellung im nordhessischen Borken. In der Lego World startete mit dem Projekt Bahnbögen ein weiterer Themenpunkt in unserer Stadt. Die Geschäfte unterhalb der Eisenbahnstrecke sind an reale Vorbilder angelehnt und haben bedingt durch ihre Bauweise und dem geringen Platzangebot ihren ganz eigenen Charme. Mit dem Bau einer kleinen Pizzeria eröffnete das erste Ladenlokal unter den Gleisen seine Türen. Im Juni erschien in der Architecture-Reihe ein Jahrtausende altes Bauwerk. Das Modell der weltbekannten Cheops-Pyramide in ihrer ursprünglichen Form, inklusive einem Blick ins Innere der Grabkammer. In unserer Stadt ging es ebenfalls weiter und so entstand an der Eisenbahnstrecke oberhalb der Bahnbögen ein verlassenes Abstellgleis samt einer ausrangierten alten Lok. Zum Ende der ersten Jahreshälfte statteten wir der Absolut-Steinchen einen Besuch ab. Auch in diesem Jahr fand die beliebte Lego-Fanausstellung erneut in den Räumlichkeiten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg statt. Zum Beginn der zweiten Jahreshälfte kamen gleich 2 meiner persönlichen Lego-Highlights auf den Markt. Zum einen das Sanctum Sanctorum aus den Doctor Strange Filmen
und zum anderen die Burg der Löwenritter. Ich glaube, bei letzterem wurden so einige Kindheitserinnerungen wach. Im Themenbereich Lego Art erschien mit Vinzenz van Gogh Sternennacht ein ebenfalls interessantes Set, nicht nur für Kunstliebhaber. Bei sommerlichen Temperaturen besuchten wir auch in diesem Jahr die Born to Brick Ausstellung im Theater Rüsselsheim. Wie schon in der Vergangenheit gab es auch dieses Mal wieder einige wunderschöne Landschaften und Modelle zu entdecken. In der Stadt ging es derweil hoch hinaus. So erweiterten wir am Brick Mountain den oberen Wanderweg und verbauten die ersten Steine für das Flussbett am Berg. In den Bahnbögen konnten die Bewohner der Stadt sich nun ab sofort mit einem leckeren Eis ein wenig Abkühlung verschaffen. Im August drehte sich dann fast alles um das Thema Eisenbahn. So durften wir das erste Mal auf dem Bauspielbahntreffen im sächsischen Schkeuditz zu Gast sein. Hier gab es auf fast einem Kilometer Strecke so ziemlich alles zu sehen, was sich auf Schienen fortbewegte. Auch das Stadtupdate stand ganz im Zeichen der Eisenbahn. So entstand auf dem verlassenen Gleis oberhalb der Bahnbögen ein alter verfallener Waggon, während unterhalb eine kleine Modeboutique ihren Platz fand. Mit dem Atari 2600 kam ein weiteres Stück Nostalgie in die Regale der Lego Stores und versetzte so manchen zurück in die Welt der Retro-Games. Im September gönnten wir uns ein paar Tage Erholung in Dänemark und durften dabei den neuen Lego Campus in Billund besuchen. Wieder im heimischen Keller angekommen, wurde auch direkt am nächsten Stadtupdate gearbeitet. So entstand am oberen Teil des Brick Mountain ein weiteres Stück des Wanderweges und wir arbeiteten den endgültigen Lauf des Flusses heraus. In Sachen Lego-Sets zeigten wir euch die Neuauflage des ikonischen Galaxy Explorers. Im Oktober wurde gleich ober- und unterhalb der Lego World gebaut. So entstand mit dem Ninja Turtles Hauptquartier ein weiteres Untergrundprojekt und mit dem Schokoladen das 5. Ladenlokal in unseren Bahnbögen. Mit dem motorisierten Leuchtturm kam ein weiteres herausragendes Lego Ideas Set auf den Markt. Ebenfalls im Oktober zeigten zahlreiche AFOLs ihr Können mit den bunten Klemmbausteinen auf der Bricks & Friends Ausstellung in der Motorwelt Köln. Der November war nur so vollgepackt mit Ausstellungen, Sets und einigen Stadtupdates. So besuchten wir neben einer Fanausstellung im Kloster Machern auch die Bricks & More Veranstaltung im belgischen Geel. Und da wir noch nicht genug hatten,
waren wir neben der Schwabenstein in den Stuttgarter Messehallen auch auf der Bricking Bavaria in Fürth zu Gast. Ebenfalls schon traditionell kamen mit dem Hulkbuster und dem Modell des Eiffelturms zwei wahre Riesenmodelle auf dem Markt. In Sachen Lego World vollendeten wir die Arbeiten des Ninja Turtle Hauptquartiers und fügten dem Untergrund ein weiteres Modell hinzu. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende des Jahres angelangt. Passend zur Adventszeit stellten wir euch einige weihnachtliche Lego-Sets vor, öffneten mit euch zusammen auf Instagram die Türchen der Lego Adventskalender und spendierten den Bewohnern der Stadt einen Weihnachtsbaumstand. Und damit kommen wir zum Ende unseres kleinen Jahresrückblickes. Bevor wir uns nun verabschieden, möchten wir uns bei euch herzlich bedanken für eure Kommentare und euer Feedback, aber auch für die netten Gespräche auf Veranstaltungen und Ausstellungen. Ein weiteres Dankeschön geht raus an die Leute bei Lego, mit denen wir immer mal wieder zu tun haben. Von euch hätten wir noch gerne gewusst, was denn so eure Highlights des Jahres waren. Welches Set hat euch 2022 so richtig von den Socken gehauen und was fandet ihr weniger gut? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns wissen, was ihr euch für das nächste Jahr so wünscht. So, nun ist aber wirklich Ende für dieses Jahr. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr, feiert schön, passt auf euch auf und wie immer, bleibt kreativ.